In Nepal waren wir insgesamt 6 Wochen, hauptsächlich für den Three Passes Trek, eine 4-wöchige Wanderung im Himalaya. Eingereist sind wir von Indien aus, hier im Süden, sind dann in die Hauptstadt nach Kathmandu, um uns letztes Wanderequipment zu besorgen, und sind dann in das Dorf Saleri gefahren, was der letzte Ort vor dem Trek ist, den man noch auf einer Straße erreichen kann. Wir wechseln jetzt auf diese Karte, um den Three Passes Trek gleich besser erkennen zu können. Von Saleri, hier der rote Punkt unten, waren es noch 65 Kilometer bis zum eigentlichen Startpunkt des Treks in Namche Bazaar. Hier geht er dann los, der 130 Kilometer lange Three Passes Trek. Wir sind ihn gegen den Uhrzeigersinn gelaufen und haben auf ihm unter anderem das Amadablam Basecamp besucht, den Kongmala Pass überquert, das Everest Basecamp von der To-Do-Liste gestrichen, den Chola Pass und seinen rutschigen Gletscher überquert, Gokyo und seine wunderschönen Seen bestaunt und letztlich den Blick vom Renjola Pass auf Gokyo und den Everest schweifen lassen. Alles in allem waren wir 28 Tage unterwegs, sind etwa 215 Kilometer gelaufen und haben dabei einen Gesamthöhenanstieg von knapp 12.000 Meter hinter uns gebracht. Ein wahnsinnig anstrengendes Unterfangen, aber definitiv auch ein einmaliges Erlebnis. Wir stecken immer noch im Quasi-Stau fest, aber glücklicherweise haben wir ja unsere Küche dabei, um das Abendessen zu machen. Wir sind im Immigration Office in Nepal und verlängern unsere Visa gerade, damit wir länger als 30 Tage in Nepal sein können. Das ist notwendig, da wir übermorgen, glaube ich, losziehen in Richtung der Berge und dann für ungefähr einen Monat wandern. End of story. Danke. Das hat geklappt. Fazit? Ja. Sehr gut. 2 anstrengende Tage des Shoppens, ja. Aber ich glaube, wir haben eine gute Ausbeute uns erkämpft und sind gut ausgerüstet, um wandern zu gehen. Ja. Hoffentlich. Ich denke auch. So, wir haben gerade das letzte Mal in unserem Van geschlafen und gefrühstückt. Die nächsten 4 Wochen werden wir immer in irgendwelchen Hotels oder
Gästhäusern schlafen. Mal schauen, wie das so wird in den Bergen. Da gibt es dann keine Heizung mehr. Müssen wir schauen, wie wir damit umgehen können. Aber glücklicherweise haben wir hier ein sehr cooles Hotel gefunden, wo wir unseren Van in der Zwischenzeit abstellen können. Hier ist so ein kleiner abgezäunter Garten und hier haben wir das Gefühl, dass er ganz sicher steht. Die Gastgeber sind sehr, sehr nett und ja, hoffen wir, dass er in 4 Wochen immer noch hier steht. Jo. Tina, wie fühlen wir uns nach unserem ersten Hike und am Morgen danach, nachdem wir gestern direkt gleich mal 16 Kilometer gelaufen sind? Mhm. Sind Schmerzen. Mhm. Ja. Ich bin auf jeden Fall stolz auf Tina, dass sie das durchgezogen hat mit dem schweren Rucksack. Und heute machen wir ein bisschen weniger Kilometer. Schauen wir mal. Namaste und Hallo. Wir sind inzwischen in Namche Bazaar angekommen. Das ist der eigentliche Startpunkt für den Three Passes Trek. Die meisten Leute fliegen von Kathmandu nach Lukla und laufen dann 1-2 Tage hier hoch. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir sind bis nach Saleri mit dem Auto gefahren. Das ist der letzte Ort quasi, wo man so gerade eben noch den man so gerade eben noch über eine Straße erreichen kann. Der ist 65 Kilometer von hier, der Ort. Da sind wir jetzt hier hochgewandert. Es hat uns 6,5 Tage gedauert. 6,5 sehr anstrengende Tage, weil es teilweise 1000 Höhenmeter hoch, 1000 Höhenmeter wieder runter ging. Aber für uns war es, glaube ich, ganz gut, diese zusätzlichen Tage zu wandern, um unsere untrainierten Körper so ein bisschen an den Start zu bringen und uns auch so ein bisschen zu akklimatisieren schon mal. Jetzt sind wir in jedem Fall hier in Namche, sind gestern Mittag angekommen, legen heute einen Ruhetag ein, machen ein bisschen Pause, akklimatisieren uns noch ein bisschen, sind jetzt gerade hoch auf dem Weg zu einem Monument, werden dann nachher noch unsere Snickers-Vorräte wieder auffüllen und dann geht's morgen auf den richtigen Three Passes Track. Tina, was isst du da? Kuchen. Läuft bei dir. Wir sind in unserem kleinen, bescheidenen
Bedroom hier in Namche Bazaar und starten heute auf den Three Passes Track. Genau. Wo laufen wir hin? Nach Tengboche. Das sind nicht ganz 10 Kilometer, aber 400 Meter höher als hier. Und wir werden wahrscheinlich ungefähr 7 Stunden, zumindest sagt das Maps.me, brauchen, weil es sehr viel hoch und runter geht. Let's do this! Spaß, yay! Ich bin sehr, sehr glücklich. Der Morgen unseres 10. Tages. Tina ist noch ganz eingehüllt. Das Wasser ist noch nicht gefroren im Zimmer, aber Feuchtigkeit und Kälte sind klar erkennbar. Der Everest und Amadablam. Guten Tag, Schlafmensch. So, heute gehen wir von Tengboche nach Pangboche. Das sind nur 4,4 Kilometer, also ein schön entspannter Tag. Das kommt aber ganz gelegen, nachdem gestern eigentlich der härteste Tag bisher war, hat sich herausgestellt, dass 600 Meter hoch, 400 runter und 500 wieder hoch doch ganz anstrengend sind auf über 3000 Meter Höhe. Jetzt sind wir auf 3,8, glaube ich. Gehen heute nochmal 250 Meter hoch. Also alles in allem relativ einfacher Tag. Und in Pengboche bleiben wir auch 2 Nächte, weil wir morgen dann zum Amadablam Basecamp gehen. Aber Amadablam ist der coole Gipfel da. Da laufen wir bis zum Basecamp und schauen uns das mal an. Und Everest ist hinter mir. Du bist live. So, heute ist Tag 12 unseres Three Passes Track. Und heute gehen wir von Pangboche nach Tengboche. Eigentlich könnten wir schon nach Shikung gehen, das sind nur 10 Kilometer, aber das wären 800 Höhenmeter. Und akklimatisierungstechnisch ist es daher besser, wenn man es langsam angeht, und deswegen gehen wir nur bis Tengboche. Am nächsten Tag, also morgen, gehen wir dann nach Shikung und machen übermorgen dann nochmal einen Akklimatisierungshike auf den Shikung
Chukunri, der liegt auf 5500 Metern ungefähr. Und am Tag danach besteigen wir dann unseren ersten Pass. So, heute beginnt der richtige Ernst des Lebens. Der erste Pass, direkt der höchste von den dreien, der Kongma Pass mit 5535 Metern. Deswegen starten wir heute auch sehr, sehr früh, nachdem wir gestern noch gezwungenermaßen einen Ruhetag einlegen mussten und die Besteigung des Chukunri leider aussetzen mussten wegen Erkältung. Man hört es wahrscheinlich auch noch. Sind wir jetzt heute relativ guten Mutes, dass wir das schaffen. 800 Höhenmeter hoch, 600 Höhenmeter wieder runter. Wie gesagt, alles über 5000 Metern. Wir sind gespannt. Wir haben gerade kurz vor 6, also einen frühen Start. Und toi, toi, toi.
sehr. Heute machen wir uns auf den Weg nach Gorakchep. Das wird der höchste Ort sein, an dem wir schlafen, mit über 5000 Metern. Wir sind gestern noch einen Tag in Lobuche geblieben. Wir brauchten einfach einen Ruhetag nach dem anstrengenden Pass. Das hat uns beide wirklich richtig fertig gemacht und Dirk vor allem mit seiner Erkältung, aber auch ich fand es sehr vor allem mental anstrengend und daher brauchten wir diesen einen Tag. Und daher gehen wir dann erst heute nach Gorakchep, besteigen den Kalapatar, der auf 5600 und noch was Metern liegt und damit der höchste Punkt unserer ganzen Tour ist. Und morgen machen wir dann das Everest Base Camp. So, wir sind am Everest Base Camp angekommen. Es ist tatsächlich ein kleines bisschen underwhelming, weil wir haben Anfang November. Das heißt, es ist keine Saison für die Besteigung des Everest. Die ist erst im April, das heißt keine Zelte hier. Nur sehr viele Menschen, die ihr Foto hier im Basecamp machen wollen. Gehören wir auch dazu. Wir sind ja auch froh, das von der Bucketlist quasi streichen zu können. Aber so richtig überragend ist es nicht. Die Aussichten vom Pass waren doch sehr, sehr viel beeindruckender. Es war auch ein bisschen anstrengender, auf den Pass zu gehen. Trotzdem, wir sind hier auf 5346 Meter, glaube ich. Das ist schon eine Ansage. Man merkt, die Luft ist dünn. Aber wir gehen jetzt zurück nach Gorakchep und haben morgen früh hoffentlich gutes Wetter, um den Kalapatar zu besteigen.
Heute ist unser 20. Tag auf dem Trek. Vorgestern waren wir auf dem Gipfel des Kalapatar, haben bei allerbestem Wetter eine Wahnsinnsaussicht genossen, sind dann runter zurück bis Lobuche. Gestern hatten wir dann einen entspannten Tag, sind 6,5 Kilometer von Lobuche bis nach hier, nach Songla gelaufen. Und von hier starten wir jetzt auf unseren zweiten Pass. Der Chola Pass, der ist von den Zahlen her ein kleines bisschen leichter als der erste Pass der Kongmala. Es geht ungefähr 600 Meter hoch, ungefähr 700 Meter runter. Das Ganze auf, ich glaube, knapp 8 Kilometern. Also von den Zahlen, wie gesagt, so ein kleines bisschen einfacher. Aber kurz vor dem Gipfel müssen wir hier noch einen Gletscher überqueren und nicht so einen wie die wir bisher schon hatten, die von Stein und Geröll irgendwie bedeckt sind, sondern da liegt das Eis frei. Dafür haben wir dann unsere Crampons, unsere Mini-Spikes. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Hier sieht man eins der typischen Dörfer, in diesem Fall Dragnak. Hier sind wir gestern hingelaufen. Ist ja ganz typisch für die Region hier, so 7, 8 Gästhäuser. Alles solarstrombasiert, das heißt, wenn man sein Handy laden will oder die Kamera, muss man gelegentlich mal in die Tasche greifen. Ein Raum zum Übernachten kostet in der Regel so alles zwischen 0 und $10. $10 ist da aber schon Namche Bazaar die Ausnahme. Also der Schnitt liegt so bei $5. Heute Nacht haben wir $2 bezahlt. Dafür ist man dann aber verpflichtet, seine Mahlzeiten hier einzunehmen, was ja aber vollkommen fein ist. Und ja, wir starten jetzt nach Gokyo. Nach Gokyo. Bei sehr schönem Wetter. So, heute gehen wir auf den
dritten und letzten Pass, den Rinjola-Pass auf ungefähr 5400 Metern. Gestern haben wir in Gokyo noch einen Rest-Day eingelegt. Der war dringend nötig, weil wir beide wirklich mal wieder sehr fertig waren vom letzten Pass und auch von dem Weg Dragnak nach Gokyo. Aber ja, heute starten wir dann auf den letzten Pass und danach wir kommen in Lunken an. Das liegt auf ungefähr 4200 Metern. Jetzt sind wir auf 4800 Metern. Wir gehen also ungefähr 600 Meter hoch und 1000 Meter wieder runter. Und dann sind wir schon auf dem Weg nach Hause. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich dann noch einen Tag bis Namche und dann noch zwischen 3 und 5 Tagen bis nach Saleri und dann sehen wir endlich unser Auto wieder. Jo, vom Pass sind es glaube ich noch 88 Kilometer bis zum Auto. Ja. Das mashen wir irgendwie runter. Und zeig mal auf den Pass. Die Sonne hat gerade drauf geschienen. Irgendwo da oben. Mal gucken, wir werden es gleich sehen. Dina, wo sind wir? Was bedeutet das? Alle 3 Pässe gemacht. Ja! Wir haben es geschafft.
So, auf den letzten Metern cheaten wir dann jetzt doch. Wir haben nämlich erfahren, es gibt einen Jeep, eine Jeep-Verbindung, die uns die letzten 2 Tage Wandern ersparen. Die letzten 30 Kilometer und 1500 Meter hoch. Und deswegen fahren wir jetzt mit dem Jeep von Bubster zurück nach Saleri und sind heute Nachmittag zum Glück an unserem Auto. Ich habe so eine Ecke gesehen. Na, guckt da runter. Da ist er! Da! Er ist da! Er ist sehr, sehr dreckig, aber er ist doch da! Du musst dich mit freuen, ja? Okay. Wow. It is still there! Es ist noch da! Es ist noch da! Alter, das klappt. Das wusste ich. Aber das war ein erstes Mal. Ja! Ja! Was machst du da? Ich baue unsere Trittstufe auseinander, unsere elektrische, weil sie nicht mehr funktioniert. Was daran liegt, dass wir ein paar Mal aufgesetzt sind auf dem Weg nach Saleri hoch. Ja, und jetzt ist sie ganz schön verbogen. Und jetzt versuche ich mal irgendwie sie auseinanderzubauen, um zu gucken, was wir wieder gerade biegen können und ja, ob ich sie wieder ins Laufen kriege. Damit ist unsere Zeit in Nepal auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, wie schnell 6 Wochen vorübergehen können.
Was ihr hier seht, ist jetzt schon die Straße zurück nach Indien. Da wollen wir jetzt die nächsten 6 Wochen verbringen. Natürlich hätten wir auch gerne noch mehr von Nepal erkundet, aber unser Wunsch, in die Sonne, in die Wärme und zu den indischen Stränden zu kommen, war jetzt einfach größer. Aber von Nepal und vor allem vom Three Passes Track werden wir sicherlich noch sehr, sehr lange zehren. Ein wirklich wahnsinniges Erlebnis. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und jetzt ja vielleicht auch Lust, den Three Passes Track irgendwann mal selbst anzugehen. Wir können es nur empfehlen. Bis dahin, liebe Grüße.